November 2024 haben wir uns den Traum von einer Reise nach Südamerika erfüllt. Von den pulsierenden Straßen in Buenos Aires bis zu den atemberaubenden Gletschern und Gipfeln Patagoniens. Weiter in die surrealen Landschaften der Atacama-Wüste. Was wir dabei erlebt haben, seht ihr in diesem Video. Wir sind letztendlich in Buenos Aires angekommen. Die Anreise hat eigentlich perfekt geklappt. Wir sind jetzt hier in einem kleinen Hotel in Palermo mit nur 5, 6 Zimmern. Das ist super gemütlich. Einchecken können wir noch nicht, aber weil das Wetter hier absolut perfekt ist und wir nur 2 Tage in Buenos Aires sind, wollen wir jetzt hier erstmal direkt anfangen, ein bisschen die Gegend zu erkunden. Zweiter Tag Buenos Aires. Wir waren gestern Abend noch relativ authentisch essen hier in Palermo. Wir stehen gerade vor unserem Hotel und treffen uns jetzt mit Max und wollen ein bisschen nach Boca und Recoleta und ja, schauen wir mal, was der Tag so bringt. Am nächsten Morgen verlassen wir Buenos Aires. Die pulsierende Hauptstadt hat uns wahnsinnig gut gefallen. Doch von hier geht es jetzt weiter in den Süden, nach El Calafate im Herzen von Patagonien. Das erste Ziel hier ist der Perito Moreno Gletscher im südlichen Teil des Los Glaciares Nationalpark. Wir sind gerade im Los Glaciares Nationalpark, stehen vom Moreno Gletscher. Das ist eine absolut beeindruckende Eiswand, ich glaube 50 bis 80 Meter hoch und geht sogar noch mal bis 150 Meter in die Tiefe. Und ja, wir hatten echt Glück, also das Wetter bisher ist absolut genial.
Heute geht es weiter nach El Chaltén, der Trekking-Hauptstadt Argentiniens. Doch bevor wir die fast 215 Kilometer lange Strecke in die entlegene Gegend antreten, decken wir uns im örtlichen Supermarkt nochmal mit Lebensmitteln ein. Danach tanken wir das Auto voll, denn zwischen El Chaltén und El Calafate gibt es keine Städte, Dörfer oder Tankstellen. Die Strecke führt uns zunächst entlang des Lago Argentino und später am Lago Videma vorbei. Die beiden Seen sind jeweils ungefähr dreimal so groß wie der Bodensee. Wir fahren gerade direkt auf Cerro Torre und Fitzroy zu, das ist absolut gigantisch. In El Chaltén schaffen wir es nicht lange, die Füße stillzuhalten und machen uns deshalb direkt auf zum Chorrillo de Salto und Cerro Peredón. Freunde, es ist 5:30 Uhr. Gerade in so einem Trailer. Lagunas de los Tres Sendero. Andere Fahrt heute. Es ist ziemlich kalt auch. Ziemlich kalt. Super windig, ich glaube 2 Grad. Irgendwie 24 Kilometer fast 1000 Höhenmeter. Super früh los, weil gegen spät nachmittags das Wetter ein bisschen schlechter werden mit dem Wind und den Temperaturen. Haben wir echt keinen Bock auf Regen. Aber das ist hier ist schon echt krass. Geht gerade die Sonne hoch und ja, wir haben Bock. Vamos. Wir haben es zum ersten Aussichtspunkt geschafft. Wir laufen jetzt nach hier vor. Relativ flach, ich glaube 5-6 Kilometer. Und da oben sollte die Lagune sein. Also Ziel für heute. Also ich bin hier also gegen Ende, haben wir nochmal ein relativ steiles Stück vor uns. Aber bisher läuft es super. Wir sind jetzt auf dem letzten Stück vom Trail. Es sind jetzt nochmal 400 Höhenmeter auf 1 Kilometer, relativ steil, aber
Bedingungen sind perfekt. Es macht richtig Laune hier zu wandern. Wo ich von oben gesehen habe? Nee, oder? Kann das sein? Von oben war doch Ding. Hi, wir sind jetzt auf sehr abenteuerliche Anreise durch dieses Tal auf einer unbefestigten Straße oder eher Piste über einige mehr oder weniger stabile Brücken. Hier in so einem privaten Naturreservat, ich glaube Los Huemulus, ich kann es nicht aussprechen, angekommen. Es hat jetzt gerade eben noch richtig geschüttet, jetzt scheint die Sonne und wir laufen jetzt hier zum Lago Diabolo. Wir haben gerade noch eine Instruktion bekommen von den Rangers am Eingang wegen Wildtiere. Also eine davon hat er uns ganz stolz erzählt, heute Morgen hat er noch einen Puma gesehen. Also Pumas gibt es hier auch. Sind uns jetzt gerade noch nicht so ganz sicher, ob wir Pumas sehen wollen oder nicht. Aber also zu 99% sind sie nicht aggressiv und ja, entfernen sich dann, hat er gesagt. Und falls sie aggressiv sind, soll man sich groß machen. Mit dem sind wir jetzt erstmal relativ entspannt und freuen uns, dass die Sonne wieder rauskommt. Ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera sieht, aber es schneit gerade einfach. Das Wetter hier ist völlig verrückt. Schaut euch das mal an. Da vorne ist das Refugio, unser Ziel. Da hinten sieht man einen Gletscher auf den Bergen. Insbesondere hier auf den ganzen Bäumen sieht man noch Schnee von dem Schneesturm gerade und oben kommt jetzt die Sonne raus. Unfassbar. Wir sind jetzt hier am Lago del Desierto, haben jetzt fast 1,5 Stunden für die 36 Kilometer auf der Schotterpiste gebraucht. Von hier wollen wir jetzt mal noch kurz hochlaufen zu da gibt es eine Lagune und einen kleinen Gletscher, von dem man wohl auch den Lago del Desierto sehen kann.
Saal sind wir übrigens hergefahren und da müssen wir jetzt auch wieder zurück. Wieder 36 Kilometer Schotterpiste. Die Bandscheiben freuen sich.